Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe altern wir den Güterzug-Gepäckwagen PWG 14 im Maßstab 1:87 von Märklin. Zwischen 1918 und 1925 gebaut, war dieser PWG mit der Betriebsnummer 120 440 ursprünglich RAL 8012 rotbraun lackiert und hatte schwarz lackierte Beschläge. Märklin produzierte diesen Gepäckwagen in dunkelgrüner Lackierung, die wohl dem 1959 bei der Deutschen Bundesbahn eingeführten RAL 6020 Chromoxidgrün entsprechen soll. Wir wollen diesen Gepäckwagen allerdings in die Zeit vor 1959 zurückversetzen, weshalb wir den Farbton RAL 6007 German Camouflage Dark Green von Vallejo verwenden. Im ersten Arbeitsschritt schleifen wir das silberfarbene Dach vorsichtig an, damit wir es im selben Grau lackieren können wie beim Güterzug-Begleitwagen mit der Betriebsnummer 120 398, den Märklin in Epoche 2 einordnet. Nach dem Anschleifen wird der Wagenkasten ringsherum mit Malerkrepp abgedeckt. Das anschließende Lackieren des Daches kann mit der Sprühpistole oder mit Acrylfarbe aus der Dose erfolgen. Das Altern beginnt mit einer Lasur von gleichen Teilen Elfenbeinschwarz und Umbra gebrannt, mit etwas Ochsengalle und viel Wasser verdünnt. Diese schwarzbraune Lasur tragen wir gleichmäßig auf eine Seite des Wagenkastens auf, damit sämtliche Fugen der Bordwand schattiert werden. Überschüssige Lasur wird mit einem sauberen Pinsel wieder von der Bordwand abgenommen, damit sich keine hässlichen Pfützen bilden können. Wenn alles gut läuft, verschwindet die Lasur in den Fugen der Bordwand, die Oberflächen der Bretter bleiben sauber. Im nächsten Schritt hellen wir RAL 6007 Flaschengrün mit etwas Ocker auf, um den Originalfarbton zu verwittern. Mit diesem aufgehellten Farbton heben wir einzelne Bretter, Fensterrahmen und glatte Oberflächen der Bordwand hervor, aber insgesamt höchstens die Hälfte der gesamten Fläche. Anschließend verwittern wir die flaschengrüne Originalfarbe mit etwas Titanweiß, um eine weitere Farbabweichung ins Spiel zu bringen. Mit diesem leicht angegrauten Grün heben wir wieder einzelne Bretter hervor. Die drei Grüntöne dürfen in diesem Stadium deutlich voneinander abweichen, denn die Übergänge werden durch eine nachfolgende Lasur wieder gemildert.
Mit diesem aufgehellten Grün setzen wir außerdem Lichter auf den Kanten der Metallpfosten und anderer Beschlagteile der Bordwand. Auch die vielen Nieten können mit dem aufgehellten Grün hervorgehoben werden. Das macht Spaß, aber der Arbeitsschritt ist eigentlich optional, da die Nieten beim abschließenden Trockenbürsten sowieso stark betont werden. Jetzt werden die Griffstangen an den Wagenecken neutralgrau bemalt. In dieser Einstellung ist gut zu erkennen, dass die Bretter der Stirnwand nicht mehr einheitlich grün sind, sondern schön in der Farbe variieren. Die Auftritte an der Laderaumstirnwand und die 3 angedeuteten Griffe sind ebenfalls neutralgrau zu bemalen. Diese Griffe könnten eigentlich durch echte Griffe aus Federstahldraht ersetzt werden. Dieser Umbau ist nicht ganz einfach, da die Fugen zwischen den Brettern neu graviert werden müssten. Auf dem Dach wird noch das Kaminrohr des gusseisernen Kanonenofens neutralgrau lackiert. Die herausnehmbare Trennwand zwischen Dienstraum und Gepäckraum wird ebenfalls mit unseren verschiedenen Grüntönen gealtert. Die fehlende Drehtür könnte aus Polystyrol gebaut und in der Trennwand montiert werden. Vielleicht befassen wir uns in einem künftigen Tutorial mit der Inneneinrichtung des PWG. Nun bereiten wir eine Lasur von Umbra gebrannt mit etwas Ochsengalle und viel Wasser verdünnt. Diese Lasur verteilen wir großflächig über die Bordwand, um die unterschiedlichen Grüntöne miteinander in Einklang zu bringen. Außerdem legt sich die Lasur wie feiner Rost um die Nieten des Kastengerippes und sie verleiht dem Wagenkasten leichte Gebrauchsspuren. Unser letzter Arbeitsschritt am Wagenkasten ist das vorsichtige Trockenbürsten mit einem Beige, gemischt aus Titanweiß und Ocker. Der Pinsel wird auf einem Stück Pappe oder Sperrholz ausgebürstet, bis er scheinbar keine Farbe mehr abgibt. Diesen Sachverhalt prüfen wir zuletzt auf einem sauberen Küchentuch, bevor wir den Gepäckwagen überhaupt berühren. Dieses zaghafte Trockenbürsten soll nur die erhabenen Stellen der Bordwand leicht betonen, insbesondere die unzähligen Nieten am Kastengerippe, die Kanten der Metallpfosten und die Handgriffe an den Wagenecken. In dieser Einstellung ist schön zu sehen, wie die einzelnen Nieten durch das Trockenbürsten betont werden. Sie springen uns jetzt förmlich an, ohne dass die umliegenden Teile der Bordwand verschmutzen.
Die Scharniere der Tür zum Dienstraum sind so akzentuiert wie noch nie. Diese künstlerische Übertreibung funktioniert, weil sie das Auge zum Verweilen einlädt. Im letzten Arbeitsschritt verwenden wir wieder unsere schwarzbraune Lasur, um das mit Segeltuch bespannte und frisch lackierte Wagendach in einen glaubwürdigen Betriebszustand zu versetzen. Ruß fällt auf das Dach, wird vom ablaufenden Regenwasser mitgenommen und hinterlässt Streifen, die wir hier durch das streifige Arbeiten mit einem breiten Flachpinsel ins Dach einarbeiten. Um die Dachlüfter herum kann sich Rostbrühe absetzen, die mit der Zeit ebenfalls zu einer oder beiden Wagenseiten hin vom Dach abläuft und erkennbare Roststreifen hinterlässt. Ja, und so sieht unser fabrikneuer Gepäckwagen jetzt aus, nachdem wir ihn in einen typischen Betriebszustand versetzt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.